Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute kommen wir zu einer der einprägsamsten Filmszenen, dem Angriff des einzigartigen motorisierten AT-AT auf die Rebellenbasis auf dem Eisplaneten. Heute zeige ich euch den einzigartigen motorisierten AT-AT 10178 vom 1. Oktober 2007. Er besteht aus 1137 Teilen und enthält 4 Minifiguren. Es ist der einzige Kampfläufer, der schon ab Werk mit dem damals brandneuen 9 Volt Power Functions Motor richtig laufen kann. Dieser gewaltige Auftritt kommt schon bald nach dem Beginn des zweiten Kinofilms Das Imperium schlägt zurück. Nach dem großen Erfolg vom Krieg der Sterne plante George Lucas den zweiten Teil schon als Fortsetzung einer größeren Saga. Schon 1980 schrieb er Episode V an den Beginn des legendären gelben Lauftextes. Die Episode 5 beginnt auf dem Eisplaneten Hoth. Dort wird die Echo-Basis der Rebellen von Darth Vaders imperialer Armee angegriffen. Der Rebellenoffizier kann seinen Augen kaum trauen. Er sieht eine gewaltige Formation von 5 furchterregenden imperialen Kampfläufern anrücken. Das ist eine der einprägsamsten Szenen im ganzen Kinofilm. Die furchterregenden, gigantischen imperialen Kampfläufer sehen aus wie urzeitliche Raubtiere. Sie haben eine unüberwindbare Panzerung und eine tödliche Bewaffnung. Die schwer bewaffneten Kampfläufer sind gleichzeitig Truppentransporter. Sie bringen die Schneetruppen in das Kampfgebiet. Die geländegängigen, gepanzerten Angriffstransporter AT-AT werden in der deutschen Synchronfassung einfach als imperiale Transporter bezeichnet. General Maximilian Wiers leitet den Angriff persönlich aus dem Cockpit des Kampfläufers Blizzard 1. Das erste Angriffsziel ist der Schildgenerator der Rebellenbasis. Lord Vader: Ich habe die Hauptgeneratoren erreicht, der Schild wird in kürzester Zeit ausgefallen sein. Von 2003 bis 2020 gab es 5 klassische Minifigurenspielsets. Es gab zwar auch schon im Jahr 2000 als den allerersten AT-AT einen motorisierten, programmierbaren Mindstorms-Baukasten. Das erste und einzige motorisierte Minifigurenspielset blieb aber der zweite klassische Kampfläufer, der laufende 10178 vom 1. Oktober 2007 aus 1137 Teilen. Mit dem 10.000er Nummernkreis war es ein teilexklusives Sammlermodell, das man nur in größeren Spielwarengeschäften kaufen konnte. Der Kampfläufer ist ein technisches Meisterwerk. Er kann allein auf 4 Beinen laufen und dabei den Kopf hin und her bewegen. Er hat ein absolut realistisches Aussehen und wirklichkeitsgetreue Bewegungen. Es fehlen nur noch die echten Schüsse aus den Laserkanonen. Das Modell ist bis heute einmalig geblieben. Es ist nie wieder gelungen, ein Nachfolgemodell auf den Markt zu bringen. Der Läufer ist ziemlich groß, er ist 29 cm hoch und 36 cm lang. Im Vergleich zu anderen Modellen wirkt er etwas plump, man sieht überall das Technikgerüst und die Beine sind ziemlich dick. Am Rücken gibt es aber einen bequemen Tragegriff zum Ausfalten. Das größte Problem bei diesen alten grauen Modellen ist die starke und ungleichmäßige Vergilbung.
Beim Zusammenbau ist es sehr schwer, alle vergilbten Teile wieder passend zusammenzusetzen. Das gilt auch für die vielen bedruckten Teile. Der Rahmen ist einfach und leicht mit Technik-Liftarmen gebaut. Er geht bis zum Rücken durch. Dort ist der bequeme Tragegriff angebaut. Am Rumpf ist mit Technik-Liftarmen ein beweglicher Hals angebaut. Das Cockpit ist realistisch langgezogen geformt. Das Cockpitdach hat hinten eine elastische Verriegelung mit 2 Gummielementen. Vorne kann man das vollständige Dach aufklappen. Es befindet sich am Führerstand das Armaturenbrett, es lässt sich auf einem Scharnierstein neigen und hat 2 seitliche Steuerhebel. Hinter dem Fahrer steht der Kommandant. Über den 2 Figuren kann man das Cockpit zuklappen. Im Rumpf des Kampfläufers sind normalerweise die Mannschaftsräume. Die Scharniere hängen an 2 kleinen 1x1 Klippplatten. Diese können das Gewicht der großen Platte nur schwer halten und lösen sich sehr leicht. Heute würde man dafür die stabileren 1x2 Platten mit Clips verwenden. Diese gibt es aber erst seit 2011. Unter den beiden Seitenklappen sind links und rechts die 2 Hebel. Mit ihnen kann man den motorisierten Läufer ein- und ausschalten. Stellt man den Hebel nach vorne, fährt der Läufer nach vorne. Zeigt der Hebel in der Mitte nach unten, ist der Läufer ausgeschaltet. Stellt man den Hebel nach hinten, fährt der Läufer rückwärts. Der Power Functions Batteriekasten ist im hinteren Bereich eingeschoben. Die Rückenplatte kann man nur sehr wenig öffnen. An der Batteriebox ist außerdem noch das Hinterteil lose angesteckt. Man muss zuerst an einer Seite die Verbindungsstange für die Seitenteile am Kugelgelenk abnehmen. Dann entfernt man die beiden seitlichen Schaltgriffe links und rechts. Danach kann man die Power Functions Batteriebox von hinten herausziehen. Oben sehen wir die stabile Schalthebelkonstruktion. Die Power Functions Batteriebox und der Motor waren 2007 ganz neu. Links und rechts kann man die Abdeckungen herausschieben und so kann man die 6 Batterien für die 9 Volt Spannung wechseln. Die obersten Batterien sind dabei nur sehr schwer erreichbar. Nach dem Batteriewechsel schiebt man den Kasten aufrecht stehend von hinten wieder ein. Vorne wird er von 2 Technikknoppenpins festgehalten. Hinten setzt man ihn einfach in den Rahmen ein, wo er festgeklemmt wird. Am Hebel müssen wir wieder die 2 Schalter aufsetzen. Die Seitenteile hängen wir mit der Verbindungsstange an den Kugelgelenken wieder zusammen. Dann setzen wir das Hinterteil auf den Batteriekasten und halten es mit dem Deckel fest. Vor dem Batteriekasten, etwas rechts nach unten versetzt, befindet sich der Power Functions M-Motor. Daran sitzt eine hin- und her bewegliche Schnecke, die die kleinen realistischen Pausen bei den Schrittbewegungen steuert. Dann kommt ein Zahnradgetriebe, an dem auch der kleine Hebel für die Kopfbewegung angeschlossen ist. Die Achsen für die Laufbeine werden mit stabilen 4er Zahnrädern und Kugelschaltknäufen angetrieben. Dabei bewegen sich immer 2 gegenüberliegende Beine kreuzweise gleichzeitig. Jetzt habe ich hier das rechte Vorderbein abgenommen und wir haben einen freien Blick auf die Antriebsachse vom Motor, auf der sich die Getriebeschnecke hin und her bewegen kann und die Schrittbewegungen ausgleicht. Die Beine selbst werden von einem kurzen Drehhebel bewegt. Die Pantographenkonstruktion mit der Parallelführung wandelt die Drehbewegungen in Schrittbewegungen um. 2 rechtwinklige Liftarme halten die Beine am Körper. Die Schultergelenke sind von großen, bedruckten 6x6 Satellitenschüsseln abgedeckt, die man bei vielen verschiedenen Läufern mit derselben Bedruckung sieht. Es ist eine sehr organisch gebaute Technikkonstruktion, die mit einem einzigen Motor die 4 Beine und den Kopf gleichzeitig antreibt und das Modell kann sich ganz alleine ohne Fernsteuerung bewegen.
An den langen Beinen können sich die Kniegelenke nur nach innen biegen, nach außen sind sie stabil. Die Füße sind mit Kreuzgelenken nach allen Seiten frei beweglich aufgehängt. Die Schulter- und Hüftgelenke sind mit 4 großen bedruckten 6x6 Parabolspiegeln abgedeckt und 4 kleine mit dem Läufermuster bedruckte 4x4 Satellitenantennen stecken auf einer einzelnen Noppe außen an den Kniegelenken. Dieses wunderbar stimmige Modell genießt berechtigterweise einen einzigartigen Kultstatus. Es ist ein faszinierendes Modell, wo rundherum einfach alles zusammenpasst. Die Größe, das Aussehen, die Spielfunktionen, der Sammelwert und die einmalige Bewegungsfunktion ist ein Hingucker in jedem Diorama. Es ist ein bald 20 Jahre altes technisches Meisterwerk. Trotz der hohen Gewichtsbelastung und der ungleichmäßigen Gewichtsverlagerung beim Gehen steht das Modell absolut stabil und trotz der vielen Kompromisse für die technischen Funktionen schaut das Modell sehr gut aus und kann optisch gut mit jedem anderen Läufermodell mithalten. Beim Set sind 4 Minifiguren dabei. Luke trägt seinen orangen Pilotenanzug. Es gab ihn in dieser Form von 2006 und 2007 in 3 verschiedenen Sets. Der Oberkörper ist nur vorne bedruckt, der weiße Pilotenhelm hat links und rechts das rote Abzeichen der Rebellenallianz. Das Gesicht ist noch ganz im alten Stil der gelben Köpfe mit sehr dünnen Linien und ohne weiße Pupillen gedruckt. Den Fahrer des Kampfläufers gab es mit diesem besonderen, mit schwarzen Dreiecksmuster bedruckten Sturmtrupplerhelm nur in diesem Set allein. Die neutralen schwarzen Köpfe waren eine der vielen Übergangslösungen in den ersten Jahren der hautfarbenen Gesichter. Die 3. Figur ist General Maximilian Wiers. Er hat den Körper eines ganz normalen Offiziers. Als General müsste er eigentlich 4 Striche an der Brust haben. Auf dem Kopf trägt er den üblichen Stahlhelm der Läuferpiloten, den auch die allerersten Todessternwachen von 2008 getragen haben. Der Kopf ist mit Kinnriemen und Schutzbrille bedruckt. Im Film hatte General Wiers die Schutzbrille aber oben auf dem Helm aufgesteckt und er hat sie nie im Gesicht getragen. Die 4. Figur ist ein ganz normaler Standard-Schneetruppler in der üblichen Form von 2004 bis 2011. Beim Angriff auf den Rebellenstützpunkt konnte die Snowspeeder-Besatzung Jansen und Antilles einen Kampfläufer an den Füßen fesseln und zu Fall bringen. Luke ist abgestürzt und ein Kampfläufer hat seinen Schneegleiter zertrampelt. Luke kann sich mit einem Enterhaken zum Kampfläufer hinaufseilen. Mit seinem Laserschwert schneidet er ein Loch in den Bauch des Kampfläufers und wirft einen Thermonukleardetonator hinein. Das sind bei Star Wars die Handgranaten. Luke hat so den 2. Kampfläufer ausgeschaltet, indem er ihn von innen zur Explosion gebracht hat. Die letzten 3 Kampfläufer erreichen aber den Rebellenstützpunkt, sie zerstören den Hauptgenerator, der Schutzschild ist ausgeschaltet und Lord Vader stürmt den Rebellenstützpunkt. Ich habe hier nur die alten Figuren. 2014 gab es eine neue einzelne Kopfbedeckung und seit 2019 haben die Schneetruppen eine schöne neue Bedruckung auf den Beinen und dunkeltänfarbene Hände. In einem Diorama würden die neuen Figuren von 2019 sicher viel besser ausschauen. Mit den sogenannten Kampfpackungen kann man leicht eine Figurenarmee aufbauen, wie mit dieser Schneetruppenpackung von 2022, mit 3 normalen Schneesoldaten und einem neuen Scout Trooper von 2019. Es sind auch viele nützliche Kleinteile dabei, mit denen man sich tolle Waffen zusammenstellen kann. Bei der Repetierblasterkanone fehlt zwar der Generator, aber dafür kann sie richtig feuern.
Mit den Schneetruppen überfällt Darth Vader persönlich den Rebellenstützpunkt. Die Schneetruppen pflanzen ihre dreibeinige Repetierblasterkanone im Hangar auf, alle Evakuierungsschiffe sind schon abgeflogen und Prinzessin Leia Organa verlässt als letzte mit Han Solo und seinem Millennium Falcon den Rebellenstützpunkt. Zuerst müssen sie den Falken aber überhaupt noch zum Fliegen bringen, im Cockpit geht es chaotisch zu, alle müssen mithelfen, der Hyperraumantrieb funktioniert einfach nicht. Sie liefern sich ein mutiges Versteckspiel mit einem gigantischen Sternzerstörer und als sie schließlich mit einem Trick entkommen, verfolgt sie der gefährliche Kopfgeldjäger Boba Fett mit seinem Raumschiff Slave One, der Sohn des Kopfgeldjägers Jango Fett aus Episode 2. Luke ist in der Zwischenzeit als Kampfpilot mit seinem astromechanischen Droiden R2-D2 im X-Flügeljäger im Einsatz. Auf Anweisung von seinem verstorbenen Meister Obi-Wan Kenobi fliegt Luke mit dem X-Flügeljäger direkt zum Urwaldplaneten Dagobah, wo er von Meister Yoda zum Jedi ausgebildet wird. Ich zeige euch hier das kleine Set von Yodas Hütte 75208 vom April 2018 aus 229 Teilen mit 3 Minifiguren. Das kleine Set ist vollgepackt mit originalgetreuen Szenen aus den Kinofilmen. R2-D2 hat eine exklusive Schlammbedruckung, Luke hat ein spezielles transparentes Nackenelement, mit dem er seinen 899 Jahre alten Meister durch den Sumpf tragen kann. Die Figur hat 2022 noch keine aufgedruckten Haare. In Yodas Hütte kann man Lukes Jedi-Training genau nachspielen. Am Baumast gibt es ein Sprungbrett für den Tarzanschwung, vor der Hütte ein kleines Katapult für kraftvolle Machtsprünge. Den Boden der Hütte kann man zu 2 Seitenteilen ausklappen. In Yodas Hütte gibt es ein Klappbett, einen kleinen transparent gelben Edelstein, unter dem Esstisch eine Geheimklappe und an der Seite ein Guckloch, durch das R2-D2 hereinspähen kann. Der große Meister kocht keine Suppe in einen Topf wie im Film, sondern eine Karotte in einer Pfanne. Und auf diesem Bild sieht man noch das Klappbett, wie man es platzsparend an der Wand der Hütte verstauen kann. Dieses Set ist ein nettes Pflichtset für jeden Sammler, weil es in den ganzen 25 Lego Star Wars Jahren nur 2-mal ein Set von Yodas Hütte gegeben hat. Luke muss seine Jedi-Ausbildung frühzeitig abbrechen, obwohl er nicht einmal seinen X-Flügeljäger aus dem Schlamm herausziehen kann. Seine Freunde stecken nämlich in ernsthaften Schwierigkeiten in der Wolkenstadt. Es ist eigentlich eine Falle, die ihm Darth Vader gestellt hat. Damit kommen wir zum 3. und letzten Planeten in der Episode 5. Ich habe hier das wunderbare Masterbilder-Set 75222 Verrat in der Wolkenstadt vom 1. Oktober 2018 aus 2812 Teilen mit 21 Minifiguren. Das Set war bis 31. Dezember 2009 im Sortiment und ist heute noch das beste Wolkenstadt-Set, das es gibt. Das ältere legendäre Set 10.123 vom 1. Oktober 2003 ist wegen den alten Minifiguren heute nicht mehr verwendbar. Zwar gibt es inzwischen schon wieder Gerüchte von einer neuen Wolkenstadt, Set 75494, das am 1. April 2027 herauskommen soll. Aber zurzeit ist dieses Masterbilder-Set 75222 immer noch das größte, neueste und beste Modell von der Wolkenstadt. Das Set hat eine schöne schwarze Verpackung der damals neuen Masterbilder-Serie, die sich auf Minifiguren-Spielsets und nicht auf große Vitrinenmodelle konzentrierte.
Das Modell ist in der Bauart ähnlich wie der Todesstern konstruiert. Es gibt 10 Räume, 2 Landeplattformen und den legendären Sensorsteg. Oben in der Mitte sitzt noch ein kleines Mikromodell der Wolkenstadt Skyline an der Spitze. In 2 gegenüberliegenden Viertel sind die Zimmer eingebaut, die anderen 2 Viertel haben keinen Boden, sondern die Plattformen und der Steg sind an die Speichen angesteckt. Im hinteren rechten Viertel gibt es die Landeplattform für Boba Fetts Raumschiff Slave One, mit dem der gefürchtete Kopfgeldjäger den rasenden Falken mit unseren Freunden bis zur Wolkenstadt verfolgt hat. Von der Landeplattform aus kommt man durch eine Schiebetür in die große Empfangshalle, in der eine Skulptur steht. Rechts geht eine Tür hinaus zu einem Wartungsraum mit 2 Sitzen. Vorne gibt es ein kleines Vorzimmer mit 2 Sitzplätzen und einer transparenten Skulptur. Und in der Mitte befindet sich der elegante Speisesaal mit 5 Sitzplätzen. Und hinten im Eck steht ein Mikromodell der Wolkenstadt. Durch das kreisrunde Fenster vom Speisesaal sieht man die runde Carbonit-Gefrierkammer, die von einem Agnat bedient wird. Mit einem Hebel kann man Han Solo in die Gefrierkammer eintauchen. Auf der linken Seite ist der Sensorsteg angehängt mit einer Schwenkfunktion und dem Geländer für das epische Lichtschwertduell von Luke gegen Darth Vader. Im letzten Viertel, hinten links, befindet sich der große Verhörraum, hinten die kleine Einzelhaftzelle, rechts der Landeplatz für den roten Doppelwolkenwagen mit einer versteckten Geheimtür am Boden, links geht man durch einen roten Gang durch und vorne ist der Müllverarbeitungsraum mit Förderband, wo die Droiden entsorgt werden. Hier ist wieder der Landeplatz von der Slave One mit der Haupteingangstür in den Empfangsraum der Wolkenstadt. Auf der Rückseite der Packung gibt es 5 Detailfotos. Auf dem rechten Foto sehen wir, wie Han Solo im Speisesaal auf den Überraschungsgast Darth Vader schießt. Hier ist der Hebel, mit dem man die Figur von Han Solo in die Carbonit-Gefrierkammer eintauchen kann. Und beim Anheben erscheint er wieder eingefroren im Carbonitblock, zum großen Entsetzen seiner Freunde, die zusehen müssen. Hier ist der Eingangsbereich, durch den der Fallspieler Lando Calrissian seine Freunde durchführt. Der Sensorsteg hat eine Schwenkfunktion und an der Spitze gibt es die vielen Antennen, an denen sich Luke mit letzter Kraft festhalten kann. Hier sehen wir noch eine Detailaufnahme vom Entscheidungsduell. Unten an den Antennen hängt eine graue Mittelalter-Mistgabel von 1984. Das ist der Verhörraum, in dem Han Solo von Darth Vader gefoltert wird. Die 2 Raumschiffe aus diesem Set sind Jango Fetts legendäres Slave One, ein etwas kleineres, aber doch wunderbar ausgestaltetes Modell, und das zweite Raumschiff ist der typische rote Wolkenstadt Doppelsitzer-Wolkenwagen mit den 2 besonderen Piloten. Bei diesem großen Set sind 18 Minifiguren dabei. Unter den 8 Hauptdarstellern gibt es 2-mal Leia, 2-mal Han, 1-mal Luke, Chewbacca, C-3PO und R2-D2. Die 6 Wolkenstadtfiguren sind der Fallspieler Lando Calrissian, sein Haushofmeister Lobot, ein Agnat, 2 Wolkenautopiloten und 2 Bespin-Wachen. Die Gegenspieler sind die 2 Kopfgeldjäger, Boba Fett und der IG-88-Droide, Darth Vader und 2 Sturmtruppler. Die Wolkenstadt ist genauso wie der Todesstern ein besonders gelungenes Minifiguren-, Spiel- und Ausstellungsmodell. Das Gebäude ist sehr stabil und ein findiger Bauer kann sich in der Mitte einen kleinen Ständer dazu bauen, damit die Stadt vorbildgerecht in den Wolken schweben kann.
Mit dem Entscheidungsduell in der Wolkenstadt sind wir heute schon wieder am Ende der 12. Folge angelangt. Am nächsten Freitag werden wir mit der letzten Folge die Star Wars-Serie abschließen. Es fehlt uns noch Jabba's Palast aus der Episode 6. Für heute bedanke ich mich bei euch allen ganz herzlich, dass ihr alle zugesehen habt und wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.